Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am 7. Oktober 2023 wurden mehr Juden ermordet als an jedem anderen Tag seit 80 Jahren, seit dem Ende der Shoah. Diese Woche, ein Jahr nach dem blutrünstigen Hamas-Massaker, demonstrieren Massen von Menschen in Deutschland für die Palästinenser, für die Mörder unschuldiger jüdischer Männer, Frauen und Kinder. Warum gibt es diese Demos ausgerechnet am Jahrestag des Hamas-Massakers? Warum gibt es sie in Deutschland ausgerechnet hier? In Frankfurt darf sogar "From the River to the Sea" skandiert werden, ein unzweideutiger Ruf nach der Zerstörung des jüdischen Staates, der einzigen demokratischen Bastion unserer Werte im Nahen Osten. Und nicht nur gegen Israel wird da gehetzt. Ein Redner hat sich über die Verwundbarkeit des gesamten Westens gefreut, und die Demonstranten haben gejubelt. Das ist die Rechnung für die unkontrollierte islamische Masseneinwanderung in unser Land. Die anderen Parteien dulden erklärte Feinde Israels, und das heißt auch, unsere Kultur, unsere Gesellschaft und Wirtschaftsordnung auf unseren eigenen Straßen. Israel ist für solche Leute ein Vorwand, um gegen den gesamten Westen und unsere Werte zu hetzen. Seit jeher setzen wir als AfD uns dafür ein, dass die deutschen Millionenzahlungen an die vermeintlichen Palästinenserhilfswerk UNRWA aufhören. Der 7. Oktober gab uns recht, denn es wird Terror finanziert. Etliche UNRWA-Angestellten waren nachweislich als Terroristen am Massaker der Hamas beteiligt. In einem Chat mit rund 3.000 UNRWA-Lehrern wurde das barbarische Massaker an unschuldigen Juden offen bejubelt. Und das alles teils finanziert von der deutschen Regierung. Und wenn man sich das vor Augen hält, klingen diese Phrasen der Israel-Solidarität von Sympathisanten der Israel-Feinde wie blanker Hohn. Besonders krass ist die Entgleisung der Grünen, zum Beispiel Annalena Baerbock. Die Tötung des Hisbollah-Chefs wäre nicht im Interesse Israels gewesen. Die deutsche Außenministerin erklärt also uns Juden, was in unserem Interesse liegt und was nicht. Michel Friedmann wurde als Gastredner eingeladen zum Gedenken an Oskar Schindler. Er hat das Andenken an Schindler zum Anlass genommen, um gegen die AfD zu polemisieren, während er den Elefanten im Raum nur am Rande erwähnt hat, den muslimischen Antisemitismus. Nie seit der Gründung der BRD gab es die Situation, dass man trotz des glasklaren Bekenntnisses zu Israel über viele Jahre 100.000-fach Antisemiten ins Land gelassen hat, infolge einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik. Menschen, die vor Antisemitismus geflohen sind, sind in Deutschland vor ihren Verfolgern nicht mehr sicher. Nur die AfD hat im Bundestag ein völliges Verbot der Hisbollah-Vereine in Deutschland gefordert. Die Altparteien, angeführt von der CDU, haben bloß ein halbgares sogenanntes Betätigungsverbot eingebracht. Ein Jahr Hamas-Überfall und ein Jahr Lippenbekenntnisse. Wann gibt es ein Ende des Wegschauens? Die Union hat genug Zeit gehabt, die Hisbollah endgültig zu verbieten oder die iranische Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Doch nichts davon ist geschehen. Im Gegenteil stieg Deutschland unter Merkel sogar zum größten Geldgeber der UNRWA weltweit auf. Das ist wirklich eine Schande für Deutschland. Wir als AfD begrüßen zwar den neuen Vorstoß von Ministerpräsident Rhein, die iranischen Konsulate zu schließen, aber viel wichtiger als die Ausweisung iranischer Diplomaten wäre ein Vorgehen gegen den iranischen Terror, und da haben alle Parteien gleichermaßen kläglich versagt.
Sowohl die Juden in diesem Land als auch die nichtjüdischen Deutschen haben ein Anrecht darauf, dass unser Steuergeld nicht an Terroristen fließt. Sowohl wir Juden als auch Nichtjuden in diesem Land haben ein Anrecht darauf, vor gewaltbereiten islamischen Migranten wie auch vor allen anderen gewaltbereiten Extremisten, egal welcher Couleur, geschützt zu werden. Kollege Schulz, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir brauchen ein Ende des Wegschauens, und dazu fordern wir Sie alle auf. Sehen Sie hin. Sehen Sie hin, wenn es eingewanderten muslimischen Judenhass gibt. Sehen Sie hin, wenn es Menschen gibt, die unsere historische Verpflichtung zur Solidarität, Freundschaft und Brüderlichkeit mit Israel nicht kennen. Zeigen Sie allen, wo wir stehen, an der Seite Israels.